Achtung, Achtung! Heute geht es um einen Bereich, ohne den Tchibo seine Klimaziele bis 2030 eher schwer erreichen wird. Es geht nämlich um nachhaltige Logistik. Genau. Und hallo erstmal. Wer bist du denn? Hi, ich bin Sina. Ich bin Projektmanagerin in der Logistik und verantworte die Nachhaltigkeitsthemen. Nachhaltigkeitsthemen? Warum das denn? Ja, Tchibo möchte seine Emissionen bis 2030 stark reduzieren. Dazu gehören natürlich auch die Emissionen, die wir nicht selbst verantworten, sondern die durch Dienstleister, wie zum Beispiel Transportunternehmen, entstehen. Daher jetzt der Blick auf unsere Logistikpartner, denn die verursachen ca. 10% unserer Gesamtemissionen. 10%, gar nicht mal so wenig. Aber logisch, ihr transportiert ja auch sehr viel. Ja, genau. Als Händler sind wir natürlich auf viele Transporte angewiesen. Zum Beispiel kommen 100% unseres Rohkaffees und über 80% unserer Non-Food-Ware mit dem Containerschiff nach Deutschland. Die Seefracht ist das Rückgrat unseres Logistiknetzwerkes und verursacht sehr viele Emissionen. Aber wie genau wollt ihr das denn ändern? Ihr habt ja nun keine eigenen Tchibo-Schiffe auf den Meeren. Das stimmt. Dennoch möchten wir ab 2040 nur noch emissionsfreie Seefracht nutzen. Dafür übernehmen wir jetzt selbst die Verantwortung und gehen eigene Schritte. Wir haben im Frühjahr die Initiative SEMBA mitgegründet. SEMBA? Moment mal, das kenne ich doch. Das habe ich auch mal gemacht. Nicht SUMBA, SEMBA. SEMBA steht für die Zero Emission Maritime Buyers Alliance und ist eine Käufergemeinschaft im maritimen Sektor. Wir haben sie gemeinsam mit Amazon, Patagonia und dem ESPN-Institut gegründet, um emissionsfreie Seefracht am Markt zu etablieren. Dafür starten wir gemeinsam eine Ausschreibung. Das Ergebnis ist eine vertraglich zugesicherte Nachfrage, wodurch Reedereien ermutigt werden sollen, in grüne Antriebstechnologien zu investieren. Das Ziel von SEMBA ist erreicht, wenn die emissionsfreie Seefracht das neue Normal ist. Um ein noch größeres Signal in die Schifffahrtsbranche zu senden, brauchen wir immer mehr Mitglieder. Okay, schon verstanden. Warte mal eben, ich kümmere mich drum. Psst. Hallo, ihr verladenen Unternehmen, meldet euch mal. Wenn ihr auch Seefrachtemissionen reduzieren möchtet, dann könnt ihr hier mitmachen. Schreibt einfach an semba@aspeninstitute.org. Cool, oder? So, jetzt aber wieder zurück zu Sina. Zur Logistik gehört aber ja nicht nur die Schifffahrt. Nein, das stimmt. Wir sind zum Beispiel auch auf der Schiene unterwegs. Jede Woche fahren 3 komplette Güterzüge von unserem Hochregallager in Bremen zu unseren Standorten in den Süden. Auf einen Zug passen 48 Container. Wenn wir das auf ein Jahr addieren, können wir 7.200 Lkw-Fahrten einsparen. Derzeit haben wir ein Pilotprojekt im Hamburger Hafen. Ein E-Lkw fährt ca. 20 Container die Woche vom Hamburger Hafen in die Kaffeelagerei. Das sind zwar nur 7 Kilometer Strecke, aber es gibt einfach noch nicht so viele E-Lkws, dass wir das flächendeckend nutzen können. Also sind wir auch hier First Mover und arbeiten eng mit unseren Logistikpartnern zusammen, um die Transformation voranzutreiben. Hört sich gut an. Thema Transport? Abgehakt. Welche Nachhaltigkeitsthemen habt ihr denn noch so? Ja, das Lager in Neumarkt betreiben wir fossilfrei. Auf dem Dach wird gerade eine Photovoltaikanlage gebaut, die zu 100% den Strombedarf decken wird. Derzeit stehen wir bei 25% und der restliche Strom wird durch Grünstrom erzeugt. Und Gas zum Heizen brauchen wir auch nicht, denn wir nutzen eine Hackschnitzelanlage. Und natürlich haben wir auch unsere logistischen Materialien im Blick. Wir stecken gerade mittendrin in unserem 3. Test unserer Mehrweg-Versandtasche. Die kennst du aber bereits, oder? Klar. Und wenn nicht, klick hier. Und dann habe ich noch etwas, was ihr vielleicht noch nie gesehen habt. Tada! Das ist eine Mehrweg-Transportverpackung. Und die benutzen wir schon seit über 20 Jahren für die Belieferung der Filialen und Supermärkte. Wir haben also schon einiges an Kartons eingespart. Toll, was so eine Klappbox alles kann. Und gibt es denn etwas in deinem Job, was dich besonders motiviert? Ja, wir haben die gesamte Lieferkette im Blick und gehen mutig voran. Wir sind in so vielen Bereichen First Mover. Doch alleine kann ich das nicht wuppen. Ich habe eine tolle Logistikabteilung hinter mir. Und lass mich raten, zusammen packt ihr das? Ja, zusammen packen wir das. So packen wir das.